Die Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung. In diesem Sinne habe ich heute eine ziemlich simple, aber wie ich finde, genauso geniale Idee für euch. Lasst uns ein paar Wasserfallseiten für unser Junk Journal machen. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Junk Journal Art. Heute bin ich hier unterwegs mit einer neuen Idee für mein The Day After Valentine Journal. Das ist ja, wie ihr wisst, so ein Tischaufsteller-Journal und ich habe mir jetzt hier was ausgedacht. Ich möchte ein paar Wasserfallseiten machen. Ihr könnt das auch in jedem anderen Journal natürlich machen, aber in so einem Journal, was man später aufstellen kann, also aufrecht hinstellen kann, ist es natürlich umso wirkungsvoller. Aber wie gesagt, es geht auch in einem ganz normalen Journal. Ich habe jetzt hier erstmal mir ein paar Seiten genommen, also ausgesucht, die hintereinander farblich irgendwie einigermaßen zusammenpassen. Ich wollte das jetzt nicht zu wild, zu bunt haben, sondern eher den Fokus auf diese gerissenen Kanten legen. Denn diese gerissenen Kanten erinnern mich irgendwie an Wasser und an Wasserfall. Gerade wenn man Papier nimmt, was innerlich weiß ist, also wie dieses Scrapbooking-Papier obendrauf oder die ausgedruckte Seite aus meinem Printable, dann kann man das ja so zu sich hinreißen und dann entsteht eben diese weiße Kante. Ja, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Bei so einer normalen Pappe wie dieser grauen Pappe da geht das natürlich nicht, aber bei den anderen Seiten geht das schon. Ja, falls ihr Interesse habt, dieses Papier euch anzuschaffen, das gibt es in meinem Shop. Das ist jetzt gerade ganz neu. Ich habe euch die Artikel auch alle unten verlinkt, sodass ihr euch das in Ruhe anschauen könnt und ich euch hier nicht, wer weiß wie lange, nerven muss. Es gibt da verschiedene Variationen von diesem Papier. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anschauen würdet. Ja, diese Seiten habe ich jetzt unterschiedlich groß gerissen, sodass die größte Seite quasi unten ist und nach oben hin wird es immer kleiner. Dann habe ich mir dieses Vögelchen hier genommen, das stammt aus dem Ephemera-Pack zu diesem digitalen Papierkit. Und zuerst wollte ich das schneiden, also so Fuzzy Cut ausschneiden, aber dann habe ich mir überlegt, nein, ich will das auch lieber so reißen, damit das dann später zu der Optik von diesen gerissenen Kanten von den anderen Seiten passt. Also bin ich da in mühseliger Kleinstarbeit umeinander gerissen. Da bin ich mir ein bisschen vorgekommen wie so ein kleines Eichhörnchen, als das da so abknabbert. Aber ja, mit ein bisschen Geduld geht das schon. Es geht natürlich sicherlich nicht mit jedem Motiv, je filigraner das ist und je mehr Rundungen und so weiter das hat, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber bei diesem Vogel war es relativ einfach. Dann habe ich mir da noch so ein kleines Hintergrundstückchen einfach rausgerissen aus einer von den Taschen, die sich in dem Ephemera-Pack befinden. Und jetzt wollte ich dem Ganzen noch etwas mehr Struktur verleihen. Hier mische ich jetzt gerade etwas Schlemmkreide mit weißem Gesso. Das ergibt dann eine Strukturpaste, die ich jetzt, wenn ich das so mische, an meine Bedürfnisse hier anpassen kann. Ich habe nämlich da jetzt gleich noch etwas Spezielles vor, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und deswegen mische ich meine Strukturpaste immer so nach Bedarf, dass ich die Konsistenz habe, die ich brauche. Dieses hier ist jetzt relativ hart, also sehr viel Schlemmkreide im Vergleich zum Gesso, also ungefähr 1:1, sodass das relativ fest ist und mir eine relativ hohe Struktur gibt, jetzt, wenn ich das durch diese Schablone streiche. Ihr seht schon, ich mache das relativ dick, damit diese Pünktchen auch relativ gut ja, dreidimensional später da aus der Seite herausstehen. Auf dieser Schablone hat sich noch so ein bisschen Distress Ink befunden, habe ich mich nicht drum gekümmert, dass das da jetzt irgendwie so abfärbt, denn ich werde jetzt hier ein bisschen Embossing Puder drüber schmeißen. Habe ich mal neulich in irgendeinem Tutorial gesehen und habe mir gedacht, das muss ich auch mal ausprobieren. Dazu sei gesagt, ich habe so gut wie noch nie irgendetwas embossed. Also ich besitze zwar jetzt inzwischen diese Zubehörsachen, die man dafür braucht, aber ihr seht schon an der Art und Weise, wie ich das hier wieder in dieses Döschen zurückbefördere. Ich bin ja noch etwas unbeholfen und kenne mich da noch nicht so gut aus. Jetzt habe ich aber direkt hier mal versucht, das zweifarbig zu embossen. Und zwar habe ich jetzt einfach dieses Puder hier auf diese noch feuchte Mischung aus der Schlemmkreide und dem Gesso gegeben. Also wenn ihr Strukturpaste habt, sollte das normalerweise so auch funktionieren, egal ob selbst gemacht oder gekauft. Mit reinem Gesso würde ich das nicht probieren, weil wenn ihr das dann föhnt, dann kann es sein, dass das Gesso so Blasen wirft, weil ihr müsst ja dieses Embossing-Puder relativ heiß machen, dass das anfangen kann zu schmilzen. Im Endeffekt sieht das dann so aus, war ich jetzt eigentlich ganz zufrieden, eigentlich fast ein bisschen überrascht, dass das so funktioniert hat. Und jetzt habe ich dieses Vögelchen hier aufgeklebt und zwar so, dass das an den Kanten noch etwas hoch steht. Also ich habe nur in der Mitte Kleber hingemacht, sodass es auch sich in diese etwas abstehende Optik der anderen Seiten einfügt.
Hier war mir jetzt dieser Hintergrund noch ein bisschen zu krass, deswegen habe ich den durchbrochen mit dieser kleinen Blume, die stammt auch aus dem Ephemera Pack, die man sich da so ausschneiden kann. Und dann wollte ich zuerst diesen grauen Schnipsel dahinter tun, habe mir dann aber gedacht, na, das ist zu viel. Dann hat es mir nämlich zu viel von dieser Schrift im Hintergrund weggenommen, also habe ich die Blume einfach hier so aufgeklebt. Als nächstes, ja, habe ich mir dann eingebildet, ich müsste hier solche Striche auf dieses weiße Gerissene malen. Als ich die ersten 3 Striche gemacht habe, habe ich schon gemerkt, das ist keine gute Idee, aber jetzt waren sie da. Jetzt habe ich das so weitergemacht. Ja, war mal so ein Test, werde ich nicht nochmal machen, schaut ein bisschen eigenartig aus. Weil ich sowieso schon bei der Testung war, wie das aussieht, wenn man da irgendwas draufmalt, habe ich jetzt links noch so ein paar Pünktchen hingemalt. Aber ihr seht schon an der Bewegung mit meinem Stift auf dieser Schneidematte, wenn ich da so rumstochere, bin ich nicht so ganz zufrieden. Also gehen wir mal schnell zur nächsten Seite und vergessen das andere. Das machen wir definitiv nie wieder. Für diese Seite habe ich jetzt mir diese anderen Vögel hier ausgesucht, auch aus dem Ephemera Pack. Die habe ich jetzt ganz normal ausgeschnitten, weil ich diese Seite nicht ganz so wild haben wollte. Dieser Hintergrund ist jetzt sehr einfach in diesem Grau und ich werde jetzt die Schnipsel, die ich vorher von den Seiten abgerissen habe, benutzen, um hier einen kleinen Hintergrund zu erschaffen. Dieser Hintergrund wird relativ wild werden. Deswegen wollte ich nicht die Kanten von diesen weißen Vögeln auch noch reißen, sondern habe sie deshalb so ausgeschnitten, weil ich dachte, das ist vielleicht ein ganz guter Kontrast. Ich finde das irgendwie ganz cool, wenn man aus so einem Journal irgendwas rausreißt und das auf den darauf folgenden Seiten benutzt. Nicht nur, dass man dann keine Schnipsel übrig hat oder so gut wie keine Schnipsel, sondern man hat auch gleichzeitig Material, was natürlich farblich dann zu den anderen Seiten passt. Also wenn ich mir jetzt ein paar solcher Seiten nehme und mache so einen Wasserfall daraus, dann passt irgendwie alles zusammen, wenn ich mit den Schnipseln arbeite, die ich vorher von den anderen Seiten abgerissen habe. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Wenn ihr das selber machen wollt, ist meiner Meinung nach eine ganz gute Idee, neutrale Seiten mit wilden Seiten zu mischen. So wie ich das jetzt hier gemacht habe, das ist meine neutrale Seite und die Printable-Seiten sind natürlich etwas wilder. Klar, weil da ist einfach viel mehr drauf los als auf so einer grauen Pappe. Wäre ja auch blöd, wenn es anders wäre. Ja, hier habe ich jetzt mit meiner restlichen Strukturpaste und einer etwas anderen Schablone diesen Hintergrund gemacht, um nochmal so ein bisschen, dieses Gerissene und dieses ganze, diese Optik eben von dieser kleinen Collage bisschen aufzugreifen, dass da noch ein bisschen was passiert, dass das nicht einfach so auf den Hintergrund drauf geklatscht ist, auf Deutsch gesagt. Ja, so, dann habe ich diese kleinen Vögelchen hier da hinzugefügt. Und habe die extra so ein bisschen nach links gesetzt, dass die jetzt nicht so komplett in der Mitte sind. Ich finde das immer ganz schön, wenn man da so ein bisschen den goldenen Schnitt beachtet, auch wenn das hier nicht 100%ig stimmt. Aber ja, wenn die so ein bisschen aus der Mitte rausgehen, finde ich das eigentlich gar nicht so ganz übel. Und dann habe ich hier so ein bisschen herum überlegt, denn ich wollte jetzt dieses Schwarze, was auf dieser Seite mit den weißen Vögeln ist, die ich gerade gemacht habe, auch noch auf der Seite dahinter haben. Denn das war mir irgendwie da so, weiß ich auch nicht, also das hat irgendwie so komisch ausgesehen, weil das war jetzt natürlich die Rückseite von diesem einen Scrapbooking-Papier. Und das kommt nirgendwo anders mehr vor, es sei denn, man schaut dieses aufgestellte Journal von hinten an. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, da an der Seite von der Printable-Seite ist noch ein bisschen Platz, also klebe ich das dahin und habe jetzt eben versucht, so einen Zusammenhang zu der Seite davor zu erschaffen. Und auch da unten rechts in die Ecke habe ich noch so ein kleines Stückchen davon geklebt, sodass sich jetzt da so eine Art kleiner Rahmen bildet. Ja, wie findet ihr das? Findet ihr das gut? Könnt ihr mir mal bitte einen Kommentar schreiben, wie ihr das findet. Dann habe ich gedacht, okay, das schaut ja schon ganz nice aus, aber mir war das irgendwie noch total zu unspektakulär. Deswegen habe ich mir hier wieder einige von diesen Tim Holtz Die Cuts rausgeholt. Ich habe da mal noch so einen kleinen Stapel produziert heute Morgen und habe jetzt überlegt, wie ich die da noch einbauen könnte. Denn gerade diese, die ich jetzt aufklebe, schaut ja so ein bisschen aus wie so eine Pusteblume, so eine abgeranzte Pusteblume. Und erinnert mich auch so ein bisschen an so Wasserschaum. Also wenn man vor so einem Wasserfall steht, das Wasser, was unten ankommt, das schäumt ja meistens so ein bisschen auf. Und auch dieses Weiße, was so ein Wasserfall ausmacht, das finde ich passt total gut irgendwie zu der Vorstellung mit diesen Blumen. Also ja, versteht ihr, was ich meine? Ich wollte das einfach noch so ein bisschen unterstützen, aber nicht, indem ich jetzt irgendwie versuche, wirklich
das aussehen zu lassen wie ein Wasserfall, denn es ist ja eigentlich nur die Art und Weise, wie diese Seiten gemacht sind, sondern ja, ich wollte eben mit diesen Blumen nur so einen kleinen zusätzlichen Eindruck davon erwecken. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Und wenn man diese Blumen aus ganz normalen weißem Papier ausschneidet, also mit der Die-Cut-Maschine, dann schauen die hyper edel aus. Also ich habe das nie gedacht. Ich habe die sonst immer aus irgendwelcher Pappe oder so ausgestanzt, aber ich finde in weiß, also ich bin so verliebt in diese Blumen, ich kann es euch gar nicht sagen. Wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich diese Blumen durch dieses komplette Journal gehen lassen möchte und auch an der Seite so ein bisschen rausstehen lassen will. Und das habe ich jetzt hier auch nochmal versucht, eben diese Raussteh-Optik zu erzeugen, indem ich teilweise dann einfach die Blumen unter die davorgehende Seite geklebt habe und die schaut jetzt einfach da so raus. Denn wenn man die jetzt im Nachhinein noch aufkleben will, dann passt das ja unter Umständen nicht in das Arrangement, in das Layout, was man vorher für diese einzelnen Seiten gemacht hat. Man kann ja nicht einfach die Blume da so drüber kleben, also kann man die einfach auf die Rückseite der anderen Seite kleben. Wenn ihr jetzt ein normales Journal habt, müsst ihr ein bisschen gucken, wie sich das dann mit dem Umblättern ausgeht. Mich stört das jetzt nicht, weil wenn ich es aufstelle, sehe ich es so, wie ich es euch jetzt hier durchblättere. Dann sehe ich immer nur eine Seite. Beziehungsweise, wenn es zusammengeklappt ist, eben diesen kompletten Wasserfall. In einem normalen Journal müsste man das dann vielleicht ein bisschen an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Ich hoffe, ihr konntet einige Inspirationen gewinnen. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ich sehe ein bisschen was von euren Ergebnissen auf Instagram. Dafür könnt ihr bitte die Informationen nutzen, die ihr unten im Bild seht, um das zu teilen. Ich würde mich sehr freuen. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.